The NFL playoffs are here, and this matchup on Wild Card Weekend is brought to you by EA Sports. It's the 49ers and the Seahawks, and it comes your way next on Madden Football. EA Sports coverage of the NFL playoffs brings us to the Pacific Northwest, the home of the 12s, and they are in full roar as you get a look inside Lumen Field in Seattle. Straight ahead, it's Wild Card Weekend, and we've got a great one in store between the San Francisco 49ers and the Seattle Seahawks. Hello, everyone. Welcome to the postseason on EA Sports. Alongside Charles Davis, I'm Brandon Gaudin. And, Charles, that's really all I need to say to get you fired up. It's the postseason on EA Sports. And no one's more fired up than the guys who are going to be playing in this game. This is what they fought for all year long. Go back to the OTAs, the mini camps, training camp, throughout the season to get to the playoffs. The intensity level will be off the charts. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play Madden NFL 22. Und wir beginnen das Wildcard-Wochenende und sehen, dass die Kansas City Chiefs gegen die New England Patriots schon mal weitergekommen sind. Und wir jetzt gegen die San Francisco 49ers. Oh, ein schöner Return von Penny. Here come the Seahawks. Time for that offense and quarterback Russell Wilson to go to work. And he comes into this wild card round off of a really good regular season, better than 30 touchdown passes. And he said he feels like he can take some shots against the secondary. In fact, in our meeting, he said So, not only can he take wir shots, wollen he natürlich den expects to Sieg do holen it gegen die early. 49ers. Ist ja ganz klar. Wir wollen eine Runde weiter, denn das große Ziel ist ja am Ende der Saison, den Super Bowl zu gewinnen. Und das können wir nur, wenn wir gegen die 49ers weiterkommen. Und damit brauchen wir eine gute Offensivleistung und vor allen Dingen auch eine gute Defensivleistung. Um das wahrzumachen. Green Bay ist auch weiter gegen die Rams. So, jetzt rennen wir mit Wilson raus und müssen zurück. Das ist natürlich nicht gut. So. Die Bucks sind auch weiter, also wir sind die Letzten, die es noch weiter schaffen müssen. Und wir sind erstmal rüber über die First Down Markierung. Mit Everett. Haben es zum Glück geschafft. Aber auch nur, weil wir hier den Defender wegräumen können. Die 20. Thomas ist es. Den können wir wegräumen und dadurch sind wir über die First Down Markierung locker easy gekommen. So, versuchen wir es mal mit einem Jet Sweep. Auf die Seite von Nick Bosa. Das könnte natürlich gefährlich werden. Komm, aber schön vorbei. Well, I sure wouldn't be surprised if we see more of this as this game goes on, because we know they like to use their wideouts either on quick throws or on jet sweeps like what we just saw there. And to say that that one worked well, partner, that's stating the obvious. From just shy of midfield, Wilson being chased out left. Da kommen wir mit Wilson ein paar Yards nach vorne. Die Wurfzonen waren nicht wirklich frei. Also die 49ers geben uns nicht viel Raum zum Spielen.
Das Henry Ruggs, den hat er. Schön. Perfekt auf dem Mann. 7 Yards. 2. und 3. So, komm. Neues First Down, Chris Carson. Perfekt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ist die Devise hier. Und das können wir gut umsetzen. So. Nächster Drive. Nee, das wird eine Interception sonst. Da gehen wir out of bounds. 12 Yards jetzt schon mit Wilson. Wir kommen mühsam nach vorne, aber auch nicht wirklich effektiv ist gerade das Problem so ein bisschen, finde ich. Wir machen die Plays, ja, keine Frage, aber es sind halt nicht die eindeutigen Dinger, wo man sagen könnte, okay, das könnte was bringen. Da ist Luckett und das ist ganz knapp. 3. und Inches. Dann vertrauen wir auf Chris Carson, dass der das First Down holt. Und er holt es. Schönes Ding, Chris Carson. Bevor ihn Fred Warner stoppen konnte. Wir kommen gut voran. Das war mehr als eine große Lücke für Chris Carson, die dort gelassen wurde von den 49ers. Und da werden wir komplett überrannt von der Defense. Und das war hinter der Line of Scrimmage. Das ist gar nicht gut. So. Und nein, da kriegen wir noch einen mit. Von Nick Bosa. Das ist bitter. Da können wir nicht viel machen, da können wir nur ein bisschen nach vorne gehen und dann das Field Goal schießen. Das war gar nicht gut. Also vor der Endzone sind die 49ers besser geworden dann in der Defense und da haben sie gute Plays ausgewählt gegen uns, also keine Chance uns gelassen, da wirklich viel zu machen. Jetzt müssen wir natürlich anfangen, sie zu verteidigen. Im ersten Quarter sind noch 39 Sekunden Zeit, also wir haben gut Zeit runtergenommen, so ist es nicht. Aber das ist halt noch nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber da kommt erstmal Jimmy G mit seiner Offense. And he comes off of a really good regular season with over 4,000 yards passing, and now in the playoffs, people always ask the question, do you continue to play the way you played in the regular season? Do you turn it loose? Or do you tone it down a little bit? So, jetzt hoffen wir, dass wir die 49ers schnell stoppen können. Und wir können sie schnell stoppen mit einem Fumble. Und Taylor nimmt ihn auf. Kyle Juszczyk mit dem Fumble, weil er hochspringt, verliert er den Ball. Da springt er hoch und es ist Stephon Diggs. Stephon Diggs, sag ich. Es ist Diggs, der den Ball rausschlägt und uns damit die Chance gibt, wieder in die Endzone zu kommen. Und da sind wir bei Everett. Perfekt.
Brandon, perfect defense in this situation would have meant that there was an incompletion that would have picked it off. Okay, so they gave up the completion. But I really enjoyed watching how the defense stayed in sync, stayed in great communication, and as he dragged across each zone, you see him pointing, communicating. There he is, and they passed. Damit ist das erste Quarter vorbei. Ended up making a nice play, even though it was complete. Und wir sehen, aktuell geht das erste Quarter an uns gut. Wir haben auch größtenteils des ersten Quarters waren wir am Ball. Das ist dann ganz klar. Die hatten ein Play und das ging, sag's mal milde gesagt, mehr oder weniger in die Hose. Und da ist Chris Carson mit einem Lauf. Schön, 2006. So. Und der Lauf war gar nichts. Der Lauf war gar nichts. To throw is Wilson. And he Nee. can't find anywhere to go with it. And he goes Und down. es wird wieder nur ein Field Goal. Able to get in there for his second sack of the afternoon. Also nur mit Field Goals können wir auch uns nicht ernähren, sage ich jetzt mal. Da muss ein bisschen mehr kommen. Also in der Endzone sind wir gerade, also finde ich gerade nicht die richtigen Plays, um irgendwie den 49ers gefährlich zu werden. Die machen das, sobald wir in der Red Zone sind, extrem gut. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir sie wieder relativ schnell stoppen können. Die 49ers. Und das sieht nach dem nächsten Lauf aus. Mostert. Und da war der Lauf. Und da ist wieder Dix mit dem Tackle. Also aktuell setzen die 49ers viel auf den Lauf durch die Mitte. Und da ist der nächste Tackle von Elwood. Schön gemacht. Hier sehen wir es, das Tackle. Weil er an seinem Offensive Lineman hängen bleibt, Mostert, konnten wir mit Woods ordentlich das Tackle setzen und ihn stoppen. So, und damit sind wir beim 3. und 8. Und das ist ein Fumble. Und jetzt haben wir ihn. 4. und 27. Schade, dass das kein Fumble wurde. Fumble sage ich schon. Ein Safety. Ah, und der Return war okay von Luckett. Aber jetzt müssen wir das ausnutzen, was wir hier vorgesetzt bekommen haben. Jetzt müssen wir da raus. Am besten einen Touchdown machen. Das wäre das Beste, was wir machen könnten. So. Los geht's. Nein! Der erste, der nicht ankommt. Jetzt gerade wird es ein bisschen haarig, was wir hier machen. Und den hat DK Metcalf. Schönes Ding. Und damit geht's voran. DK mit dem Catch.
Schöner Lauf von Chris Carson. And you can drop anyone out of your defensive front, defensive end, defensive tackle. It doesn't matter. You just exchange more pressure towards the quarterback and still try and cover downfield. Komm, DK. Den kriegst du auch. Throwing on 2nd and 3. Wilson. Flushed out right. Da müssen wir mit Wilson schnell raus, aber haben das neue First Down. That was an excellent job of recognizing the situation. His first read wasn't there. Heck, his second read wasn't there. But he bought himself a little extra time scrambling out of the pocket, got to the sticks, and picked up the first down. Escaping the pressure right. And he was able to shed one tackle, but could not get away from there. He'll get 3 yards on the scramble there. Und damit ist die 2-Minute Warning erreicht. Und jetzt müssen wir irgendwie überlegen, wie könnten wir am besten in die Endzone. Ich habe ein Play, womit wir es schaffen könnten. Ist halt schon 2. und Goal. Aber ich riskiere es. So. Hot Route. Metcalf, slant. Let's go, defense. Let's get out the field, defense. 2nd down and goal. Wilson. And that is not und den kriegt Luckett nicht. Receiver coaches preach to their guys all the time. Separation, that's what's going to make the play successful. That time there was very little, and I think they were actually fortunate that it was only knocked away and not intercepted. So. On 3rd and goal, Wilson. Flush to his right. Und das wird wieder nur ein Field Goal. The 49ers now going to use the first of their timeouts. So as they take it over. Also gerade ist so ein bisschen ja. Also wir ernähren uns gerade nur von Field Goals. Das kann eigentlich nicht unser Anspruch sein. Weil zu sagen, ja, wie wollt ihr das Spiel gewinnen? Mit Field Goals. Ist ein bisschen schwach. Ein bisschen sehr schwach. 1,44 jetzt noch auf der Uhr. Klar, können wir das so weitermachen, wenn die 49ers keine Punkte aufs Board bringen, ist auch gut. Und da ist Dunlap. Einfach Carlos Dunlap mit dem Sack gegen Jimmy G. Klar, also wir können es so weitermachen. Wir sind in der Defense extrem gut unterwegs. Aber offensiv ist halt bis zum gewissen Punkt, ja. Und dann ist vorbei. Es ist so wirklich nur so bis zu einem gewissen Punkt okay und dann ist vorbei. Und der Erste, der ankommt, zu Kyle Juszczyk von den 49ers. So, 3. und 15. Und das ist halt wieder gestoppt und damit 4. und 12. Jetzt nehmen wir mal das Timeout, damit wir vielleicht noch ein bisschen Zeit haben für einen Play, für mehrere Plays. Und der ist out of bounds. Und da kommt Wilson und jetzt muss er was liefern in dem Dual.
They do. They've got to make sure that they give him more than enough time in order to find targets downfield. And sometimes what happens when these things are going on is that the field general will step up and say, hey, that's on me, guys. I didn't get rid of it fast enough. Anything to try and relax them a little bit and take some pressure off, because they do know that they are trying. Yeah, well, we've seen the 4 sacks so far in this contest. So, und das Everett. The 30 prior to going out of bounds. Mit dem nächsten First Down für uns. Put him on the right side, let him work his way across, put the ball in his hands and let him work his way upfield with a catch. Da. So they'll come up 1st and 10 now from So. the 33. Here's Wilson. Jetzt bei Luckett. And that's good for a Fast pickup neues of First 10 Down. yards. And that'll bring up a second in just about a few inches here. They go play action with Wilson. Eluding the pressure right. Und das ist ordentlich Raum für Wilson. Puh, da haben wir ordentlich Platz bekommen. So. Nächstes Play. On 1st down, Wilson. Und der ist bei Henry Ruggs und da ist der erste Touchdown in diesem Spiel. Endlich Henry Ruggs. Perfekt, genau in den Lauf von Ruggs und der braucht nur noch reinrennen. Und damit haben wir den ersten Touchdown in diesem Spiel. Und Jason Myers mit dem PAT und damit 16:0. Endlich. 80 Yards in 28 Sekunden. Also besser hätte der Drive nicht laufen können für uns. Jetzt Dixon mit dem Punt. Und da ist Parkinson mit dem Tackle. Und jetzt 15 Sekunden noch. And they will not really have time to do much of anything. 15 seconds, all that remains before halftime. They run on 1st down, but it only produces a Bobby Ragnar und Hand. Und damit war's das aus der ersten Halbzeit und wir hören uns gleich in der zweiten Halbzeit wieder. As we send you cross country to Orlando, Jonathan Coachman is there and has our EA Sports halftime report. All right, Brandon, thanks very much. This the second of our triple header here on Wild Card Sunday. We'll get back out to you guys in just a moment. But first, let's take a look back to yesterday's NFC wildcard game. And it was the Green Bay Packers who will continue on in these playoffs as they were able to take care of the Los Angeles Rams. We continue on with a check of the next-gen stats in that first half for the Niners. And the rushing numbers should tell the story of why they trail at the half. They're still in single digits in yardage as a team through 2 quarters of play. That's not good. Meanwhile, for the Seahawks, they had a little bit more success on the ground than their opponents did, and that should set them up well for the second half to come. Plenty of adjustments likely being made by both teams in their respective locker rooms. To find out who advances to the divisional round, let's get you back out to Brandon God. All right, Coach, thank you, and we welcome everyone back for quarter number 3. One of these 2 teams about to play their final half. Und wir haben es ganz einfach gemacht. Wir bleiben bei unserer Verteidigungsstrategie, die in der ersten Halbzeit schon so gut verkauft hat. Die schon so gut funktioniert hat, wollte ich sagen.
nur offensiv versuchen wir jetzt immer ein bisschen mehr auf die Inside Runs zu gehen, damit wir da mehr Druck rausnehmen können aus der Pass-Offense auch vor allen Dingen. Das sieht schon wieder nach einem Lauf aus. Und da sind wir mit Bobby Wagner. I think this is a team that has to look to lean on the veterans at this point. We know we're better than this. We've proved it all season. Let them disseminate that confidence. 2. und 8. But this opening drive, it'll be an important one for them to give a little jolt of confidence. Der geht zu Kittel. 3. und 2. Und jetzt haben wir die Chance, sie wieder zu stoppen. Aber die 49ers sind jetzt auch bei der besten Gelegenheit, mal einen First Down zu erringen. Und der ist weg. Der ist weg. I'm sure this isn't a novel thought, but maybe run some simpler routes instead of trying to get it all back in one shot. Defense certainly appears to be ready for. Und die 49ers haben kein neues First Down und der ist wieder ein Touchback. Ja. Und jetzt kommt Wilson wieder aufs Feld. Here comes the Seahawks offensive unit. They'll have it first to begin the third. Last time they were out here, they had the benefit of good field position, led to a touchdown. This time, they're going to have to work for it. They are, but with that last drive that culminated in a touchdown, I think they carry that confidence. So, das erste, was wir natürlich versuchen werden, ist ein Inside Run mit Chris Carson. Und der sieht gut aus, der Lauf. Damit schon wieder nah dran an einem neuen First Down, 2. und 3. Das ist ein guter Lauf. Der nächste gute Lauf, Chris Carson. 42 yards on the ground for him now on 9 carries. Well, you certainly have to give a little credit here because they're playing this game now at their pace. This is ball control football, sustained runs, taking their time and making it work. On first down. Und der nächste Lauf von Chris Carson. Quickly brought down, but a nice little gain. You know what really fires up offensive linemen? When the guy that is carrying the ball behind them can create his own space and break a tackle along the way. 8 yards the tally on that 2. first und down. 2. Here's 2nd and 2. Wilson. Und der ist bei Parkinson. Der ist nächste First Down. That was a route run not just with dexterity, but with intelligence. Found the hole in the zone, made sure the quarterback saw him, and was able to make the sure catch and flip the down marker back to 1. On 1st and 10, it's Wilson. That's complete Der ist to bei the tight end. Everett. And he is tackled inside Und the das 40, nächste back First to the Down. 35. And now we get into the psychology of the whole thing because a lot of teams with a 2-score lead in the third quarter, they almost become defensive with their offense, just playing not to lose. I think with this team, you got to figure at this point, Und der this nächste is a Lauf great spot for von them to go into attack Chris mode. Carson. Really try and put the hammer down and finish this one off. Trey Greenlaw in there on the tackle. Well, on every play call, you realize it's not going to go for a touchdown, so a lot of your calls are setting things up for maybe later in the game, trying to establish the inside run with toughness now, hopefully get to the perimeter Und later. Tyler Lockett You could do worse than a 4-yard run on first mit dem down. Catch. One thing you're hoping for when you run 3. drag und routes, Inches. you're able to hit a receiver in stride and he can pick up a lot of yardage after the catch. But in this situation, Da ist der the defense nächste was gute able to Lauf stop von the Chris before they Carson. get a good head of steam going. Und hätte sogar noch mal aufstehen können und noch mal mehr Yards machen können. Aber wirklich ein guter Lauf wieder von Chris Carson. Und jetzt bringen wir das Laufspiel gut ein und variieren gut. They are handling their business at the line of Das, was in der scrimmage ersten and Halbzeit so ein bisschen dominating gefehlt hat. on this drive. Weil ich da vielleicht auch ein bisschen zu einseitig gedacht habe. Deswegen hat das nicht so ganz so gut funktioniert.
Und da ist Everett wieder. Also unser Tight End ist heute der Go-To-Guy. Definitiv. Und der Lauf war nicht ganz so gut. Be interesting to see now what they do offensively down near the goal line after not much there that time. As the offensive play caller, that may change your sequence now. Instead of coming right back with a running play, you may have to go to the air. On second and goal. Wilson toward the end zone. Und der kommt nicht an. In the red zone, precision is the watchword. If the throw's a little too early, too late, maybe off a little bit, gonna be a good chance that any attempt is gonna be a contested one, and that one falls incomplete. They'll look to throw on third and goal. Und der ist bei Parkinson. Der nächste Touchdown. 22:0 und jetzt haben wir es eigentlich. Mit dem Touchdown ist eigentlich dieses Spiel schon so gut wie durch. Also jetzt muss vieles schief laufen bei uns und bei den 49ers muss ab jetzt wirklich alles funktionieren, was sie sich vorgenommen haben. Aber der erste Drive von den 49ers beispielsweise hat mir da nicht so viel Hoffnung gegeben. Auch wieder 80 Yards. In 5 Minuten 9 sind nur noch 27 Sekunden auf der Uhr. Also da wird nicht mehr viel, glaube ich, kommen von den 49ers. Kick-off und der sitzt ordentlich. Und da kommt Jimmy G wieder aufs Feld, der mir eigentlich heute sogar ein bisschen leid tut. Denn man hat seine Stats gesehen und die sind nicht schlecht und es liegt definitiv auch nicht an ihm, dass hier alles den Bach runtergeht. Klar hat er eine Mitschuld, aber nicht die Vollschuld. Und da ist Elwoods mit dem Tackle im Backfield direkt durch und auf Mostert drauf. Keine Chance für Mostert. Aber auch das Play-Calling der 49ers gefällt mir überhaupt nicht. Damit ist das dritte Quarter zu Ende und die Werte sprechen halt mehr als Bände für uns. This is the National Football League on EA Sports. Back now in Seattle, Washington. A lot of happy faces in the crowd at this point as their guys have a big lead here to start quarter number 4. So. 2012. On second and 12. Garoppolo. Und der ist weg. Out of bounds. 2 von 4 Würfe sind gerade mal angekommen von Jimmy G. Das ist nix. Das ist wirklich überhaupt nichts. 3. und 12. Sie sind wieder kurz davor, das Feld zu verlassen. Und der ist weg. Der ist weg. On fourth down, the punt team is on as this is sent away. Und jetzt sind wir wieder auf dem Feld mit Russell Wilson. So. Here's the Seattle offense ready to get this drive underway. And you'd have to say they have done what they set out to do in this wild card round. It won't get Und das ist der nächste gute Lauf von Chris Carson. Zweiter und 6. Brandon, I've got to think this offensive line has got some smiles on its faces. And I know it sounds crazy,
Den hat Everett. Also unser Tight End ist heute wirklich der Go-To-Guy. Also über den läuft hier fast das ganze Spiel. So. 1. und 10. Ja, und den müssen wir wegwerfen. They're still throwing the football here, and obviously the incompletion stops the clock. That's a bad thing. Feels to me like they're just keeping them honest on defense because you know they're going to stack the line of scrimmage and try and stop any type of a running play. Short little passes. Parkinson. Und der ist wieder fast ein neues First Down. 3. und Inches. Jetzt versuchen wir natürlich das First Down zu kriegen. Und er hat's. Es war eng, aber wir haben es. Das spricht für uns. Und da ist Chris Carson mit dem neuen First Down bei diesem Lauf. Perfekt. Chris Carson. Und da können wir die Zeit ordentlich runterlaufen lassen. Es war ein guter Lauf von Chris Carson. Haben hier Glück, dass er sich noch halbwegs auf die Beine halten kann. Aber dann das nächste Tackle war das Ende in diesem Drive. So, dann sehen wir, welche 2 Spieler blitzen werden. Und da ist Henry Ruggs. Da ist Henry Ruggs mit dem nächsten First Down. Like much at the snap, that jet sweep turned into a big play in a hurry. And how about how they ran the play? Because they obviously caught the defense out of position and not expecting that one, and that turned into a nice chunk of yardage. But how about the execution on the handoff? Most of the times we see on the jet sweep, they punch it forward. Und da wird der nächste Blitz kommen. It's just an incomplete pass. Here you got executed well, otherwise it's a fumble. Und da ist Tyler Lockett mit dem nächsten Touchdown in dieser Partie für uns. Also es läuft in diesem Spiel einfach. Nachdem wir am Anfang wirklich viele Probleme hatten, sind nach dem ersten Touchdown ist die Defense immer mehr zerfallen. Und so haben wir den nächsten Touchdown in dieser Partie. Und ich glaube, das wird das dominanteste Spiel in dieser ganzen Wildcard werden. Von allen Ergebnissen hierher. Und da knien die 49ers ab. Aber es ist auch so, die 49ers haben nicht, die haben ihr Spiel einfach null angepasst. Also, die spielen den Stiefel einfach weiter runter. Ich hätte gedacht, dass zur Halbzeit vielleicht Adjustments kommen und das ein Fehler sein könnte, wenn wir so bleiben, wie es bisher war. Was unseren Defensivstil angeht. Aber es war genau die richtige Herangehensweise von uns. Und jetzt sind sie das erste Mal am nächsten vor einem First Down. 2. und 1. Kriegen sie das erste First Down in dieser Partie. Sie kriegen es. Sie haben es. Das erste First Down in dieser Partie. QT mit dem Catch dafür. Und hier feiern sich unsere Offensivjungs. Aber das erste Mal, dass die 49ers ein First Down haben. Gepasst hätte es, wenn danach dann bei dem Hit von Dix, wäre es gewesen, wieder ein Fumble entsteht.
Das wäre so passend für dieses Spiel gewesen. Jetzt Kittel. Mit dem Catch. Und da sind wir mit Puna Ford durch. Und damit 3. und 12. Komplett durchmarschiert. Vorbei an Mac war es, glaube ich. Und direkt auf Jimmy G mit dem Sack. Und damit 3. und 12. Und nee, QT kommt nicht drüber. 4. und 2. Und jetzt müssten eigentlich die 49ers dafür gehen, wenn sie noch Punkte machen wollen. Also jetzt frage ich mich, gehen sie für? Sie gehen für. Und nein, das war's nicht. Kein First Down und jetzt kommt unsere Offense wieder. 2 Minuten 1 auf der Uhr. Und das wird oder ist der Sieg für uns. Definitiv. Also das Ding haben wir. Der nächste Lauf von Chris Carson zur 2-Minute-Warning und zum Sieg über die 49ers. Von uns. Und da ist Chris Carson über das First Down rüber. Und damit eigentlich schon fast das Ende dieser Partie. 1-2 Yards will ich Wilson trotzdem noch geben. Den hat Parkinson schön. Mit 5 Yards noch hat er 200 Yards erworfen. Also damit könnte ich dann relativ gut leben. So. Da ist Wilson weg. Und ist auch fast bei 70 Yards Laufspiel. Nächstes First Down für uns. Und den hat Parkinson und damit sind wir bei 203 Yards, 3 Touchdowns und jetzt wird gelaufen. Chris Carson kriegt auch nochmal seine Yards. Neues First Down, 5 Yards noch und er hat auch die 100 Yards erlaufen. Hoffen wir mal, dass wir die kriegen. Und das sind ein einziges Yard noch. Ein Yard braucht er noch dafür. Dann hat auch Chris Carson die 100 Yards. Und er macht sogar noch mehr. Er macht einen Touchdown. Chris Carson. Er belohnt sich für seine starke Arbeit heute. Bricht dadurch in die Endzone. Und holt den nächsten Touchdown heraus. Und das Ziel war eigentlich, beat your rival in the playoffs. Das ist mehr als diesen Rival zu besiegen. Das ist für die, also hier für dieses Spiel eine Demütigung. 37:0. 7 Sekunden vorm Ende. Also die 49ers haben in diesem Spiel zumindest nicht bewiesen,
warum sie Teil dieser Wildcard waren. Werden sie abknien oder nicht? Nein, werden sie nicht. Statistisch gesehen fehlt jetzt eigentlich wirklich nur noch eine Interception. Und da ist der Ball weg und das ist der Sieg. 37:0 für uns in diesem Spiel. Was eine, man muss es einfach so sagen, Demütigung für die 49ers. Für die 49ers geht es jetzt nach Hause. Für uns geht es eine Runde weiter in die Divisional Round, bevor wir dann in das Division Final kommen. Mehr als verdient, zumindest bei der heutigen Partie. Auch wenn es am Anfang sehr schwierig aussah für uns, gerade mit den 3 Field Goals hintereinander. Am Anfang hatten wir da wirklich Schwierigkeiten, uns zu finden, aber so können wir nichts sagen. 82,6 Completion Rate, 203 Yards, 3 Touchdowns. Jimmy G mit 55 Yards, also ja, bitter. Und damit sind wir als einziges Team der NFC West nur noch verblieben, weil wir haben das 1 der 3 selber ausgeschaltet mit den 49ers. Und das andere, die Rams, sind gegen Green Bay untergegangen, also auch raus. Und damit halten wir die NFC West-Fahne jetzt als einziges Team noch oben. Und hoffen natürlich, dass wir die NFC West-Fahne bis in den Super Bowl tragen können. Das wird definitiv das Ziel sein. Und das muss das Ziel sein. Denn wir sind hier nicht hergekommen, um sang- und klanglos jetzt in der nächsten Runde unterzugehen. Also den Super Bowl wollen wir schon holen. Ganz klar. Also das ist das Ziel. Und das muss das Ziel sein, finde ich. So. Gehen wir zurück. Ryan Neal haben wir hier geupdatet. Und ein Upgrade gegeben. Dort werden wir jetzt dann gleich nochmal Beat Your Rivals oder Playoff Rivals dort würden wir einen Boost kriegen. Das lassen wir aber mal. Deswegen gehen wir eine Woche weiter zur nächsten Woche und schauen uns an, wer dort unser Gegner ist. Und es ist Tampa Bay. Tampa Bay ist in den Divisional Rounds unser Gegner. Puh. Returning from Injury ist es. Will Beasley ist wieder da. Also jetzt haben wir sogar noch einen noch besseren Tight End als schon Coldy Parkinson. Parkinson war nicht schlecht. Keine Frage. Also der hat uns eben gerade auch gut geholfen. Aber einen Beasley da zu haben, das ist dann doch nochmal ein bisschen mehr wert. Wir sind in den Weekly Awards und die gehen an Wilson in der Offensive. Ja, starkes Spiel. Auch wenn er 4 Sacks einstecken musste, aber 68 Rush Yards und dazu 203 Pass Yards mit 3 Touchdowns. Also perfekt eigentlich. Mehr geht nicht. Deswegen gucken wir jetzt nochmal auf den Playoff-Baum und sehen, die Raiders müssen gegen die Ravens und die Titans gegen Kansas City. Und hier heißt es Cowboys gegen Green Bay und die Seahawks gegen Tampa Bay. Also auf die Divisional Rounds würde ich mich freuen. Gut, hier hätte ich vielleicht noch ein anderes Team eher gesehen als die Raiders. Also die aktuellen Raiders, obwohl die ja auch in dieser Saison nicht ganz so schlecht waren. Aber ich weiß nicht, irgendwie hätte ich da ein anderes Team mehr bevorzugt. Aber ist persönliche Meinung. Aber die hier drüben Green Bay gegen Dallas,
Das kann nur geil werden und auch Seattle gegen Tampa Bay. Für mich persönlich kann es geil werden. In echt werden wir das, glaube ich, jetzt erstmal das Logo der Seahawks nicht ganz so häufig in den Playoffs sehen für nächste Jahr oder übernächste Jahr nicht. Und jetzt würde ich sagen, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr seid in der nächsten Woche auch wieder dabei, wenn wir dann gegen Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers ran müssen. Denn ich glaube, das Spiel wird nicht ganz so einfach wie gegen die 49ers eben. Ich habe auch nicht gedacht, dass gegen die 49ers es wirklich so einfach wird. Aber gegen Tampa Bay und Brady, das ist dann nochmal eine Nummer höher, ne? Und darum, glaube ich, wird das eine Schlacht. Aber ich sage mal so, man kann es trotzdem schaffen. Also von daher Daumen drücken in der nächsten Woche und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt Let's Play Madden NFL 22 Divisional Rounds gegen Tampa Bay Buccaneers.